Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja. Die Begriffe Hybridrasse oder Designerrasse, die werden Sie mit Sicherheit kennen. Davon gehe ich aus. Bekannte Designerrassen heutzutage sind Golden Doodle, Labradoodle, Pugel und so weiter. Doch sind Designerrassen, Hybridrassen nicht wirklich neue Erscheinungen. Die gibt es eigentlich schon recht lange. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Bull Terrier hernehmen, die ja bekannterweise im 19. Jahrhundert aus gezielten Verpaarungen von Bulldoggen mit Terriern entstanden sind. Ich weiß schon, die Bulldoggen und die Terrier, mit welchen damals gearbeitet wurde, die hatten noch keinen festgelegten Standard, waren also noch keine Rassehunde, sondern eher Hundetypen. Dennoch, viele dieser Designerrassen haben es bis zum Rassestatus geschafft. Viele nicht, dennoch haben sie eine große Fanbase. Doch Entstehungsarten von Rassehunden sind ja völlig unterschiedlich. Zumeist resultieren die aus Zufallsverpaarungen, bei denen besondere Eignungen erkannt wurden und dann, um diese beizubehalten, mit Fokus auf Generationen mit diesen Hunden weitergezüchtet wurde. Der herrliche Rottweiler ist ein gutes Beispiel. Wurde auch schon mit Mixen gezielt herum experimentiert und gezüchtet, um gewisse Eigenschaften bei einem Hund zu erhalten. Der Dobermann, der tolle Dobermann ist so ein Hund. Dasselbe geschah natürlich auch schon mit Experimenten und Kreuzungen gefestigter Hunderassen. Der Eurasia ist so entstanden. Der hat ja als Ausgangsrassen den Wolfspitz, den Samoyedenspitz und den Chow Chow. Da gibt es noch so viele Beispiele diesbezüglich, aber das wissen Sie selbstverständlich. Immer aber war es das Ziel, aus einem tollen Hund einen noch tolleren Hund zu formen. Das war immer so, ja. Und von einem ganz tollen solchen Hybridhund möchte ich Ihnen heute erzählen. Und zwar gibt es den nicht erst seit gestern, an dem halten schon Generationen, speziell im Süden der USA, fest. Sprechen wir von 120, 130 Jahre. Das ist ein speziell in den US-Südstaaten äußerst beliebter Farmershund, ein kraftstrotzender Hüter- und Treibhund, schneidiger Wildschweinjäger, grimmiger Bewacher und Beschützer und ein absolut liebenswerter Familienhund. Ich spreche hier und heute vom Catahoula Bulldog, auch Cat Bull genannt, eine fantastische Hybridrasse, liebe Zuseher. Die Ausgangsrassen dieses Hybrids sind der Catahoula Leopard Dog und der American Bulldog. Als ich auf diesen Hybrid aufmerksam wurde, das ist jetzt etwa 3 oder 4 Jahre her, und zwar geschah das bei Recherchen über den Catahoula Leopard Dog, wenn ich mich recht erinnere, fiel mir auf, dass viele Farmer in den US-Südstaaten schon lange auf diesen Hybrid festhalten. Und mir war natürlich bewusst, dass denen die Qualitäten der beiden Ausgangsrassen bekannt waren, denn der Catahoula Leopard Dog und auch der American Bulldog gelten als Farmerhunde der Superlative dort. Also dachte ich mir, weshalb halten die auf diesen Hybriden fest? Und ich kam dann drauf, dass einer der Gründe der ist, dass der Catahoula Bulldog die Vorzüge beider Rassen in sich vereinigt. Er ist so schnell und explosiv wie der Catahoula Leopard Dog und so stark und mutig wie der American Bulldog. Und genau wie beide ist er ein schneidiger Wildschweinjäger, Arbeiter und exzellenter Familienwach- und Schutzhund. Schauen Sie, in den USA spricht man nur dann von einem echten Catahoula Bulldog, wenn dieser Hund aus direkter Verpaarung beider Ausgangsrassen entstammt. Es ist verpönt, Catahoula Bulldog und Catahoula Bulldog miteinander zu kreuzen. Die Welpen dieser Kreuzung gelten dann nicht mehr als echter Catahoula Bulldog. Es gibt keinen festen Standard dieses Designerhunds, aber es gibt Eigenschaften und Wesensmerkmale, die sie alle mitbringen. 51 bis 66 cm Schulterhöhe werden sie groß, sind also mittel- bis große Hunde. Sie erreichen 25 bis 45 Kilo Gewicht. Ein ziemlich beeindruckendes Verhältnisgewicht zur Schulterhöhe, möchte ich sagen. Es sind kurzhaarige, recht pflegeleichte Hunde mit vielen Farben wie braun, weiß, tricolor, gestromt, weiß-grau, schwarz mit Flecken, Merl
und so weiter. Das sind hochintelligente, sehr loyale Familienhunde mit guter Triebigkeit, die sich aber in Rahmen hält. Starken Jagdtrieb besitzen die und es sind extrem gute Wach- und Schutzhunde. Das sind generell Spitzenhunde und ich sage Ihnen was. Wirklich interessant wurde der Hund für mich, als ich darauf kam, wie lange sich der dort schon hält. Es gibt ja da Familien in den US-Südstaaten, die diesen Catbull, diesen Designerhund schon seit Generationen erschaffen. Und wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, selbstverständlich sind sich die der Qualitäten beider Ausgangsrassen bewusst. Ne? Aber schauen Sie, liebe Zuseher, diese Farmen da unten in den Südstaaten der USA, das sind wahnsinnig harte Prüfsteine für Hunde. Dort können wirklich nur die besten Hunde bestehen. Ja? Also Hunde, die dort nicht leistungsfähig sind, Hunde, die dort keinen Jagdtrieb haben, die keinen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb haben, um die Großfamilien, die dort zumeist leben, die Kinderreichen zu beschützen und eben gleichzeitig auch absolut exzellente Familienhunde darstellen, die können dort nicht bestehen. Und Hunde mit solchen Eigenschaften sind Hunde, die es mir angetan haben. Ja? Also sind so Farmen in den USA die besten Prüfsteine, um mir zu beweisen, ob ein Hund für mich interessant sein könnte. Es ist auch der Grund, weshalb ich mich schon lange für den Catahoula Leopard Dog und den American Bulldog interessiere. Denn das sind ebenfalls Hunde, die durch diese Prüfungen durchgegangen sind und diese mit Bravour bestanden haben. Denn die gelten als die beliebtesten Farmerhunde in den US-Südstaaten. Der Catahoula Bulldog ist mit Sicherheit kein einfach zu haltender Hund. Ja. Schwer zu erhaltender Hund. Es gibt ja keine Züchterbasis nicht. Wie gesagt, von einem echten Catbull spricht man ja nur dann, wenn er aus direkter Verpaarung bei der Ausgangsrassen entstammt. Und hier soll es, soweit ich das verstanden habe, in den Foren egal sein, welche der beiden Ausgangsrassen Vater oder Mutter darstellt. Ja. Also hier in Europa einen Catahoula Bulldog zu erhalten, ist eine Glückssache. Vielleicht haben Sie Glück und treffen auf einen Besitzer einer dieser beiden Ausgangsrassen, welcher seinen Hund mit dem Besitzer der anderen Ausgangsrasse gekreuzt hat und die werden jetzt Welpen erwartet. Sie hören das durch Zufall, da kommen Catbulls zur Welt und schlagen zu. Zufallsgeschichte und eher Märchengeschichten sind das. Ja. Also wirklich erhalten, wenn Sie sich für diesen Hybriden interessieren. Ich bin mir sicher, er könnte Sie interessieren und hier möchte ich mich auf die Kommentare des Videos, die 3 Lieblingshunderassen berufen, in denen es eigentlich vor Hunden wimmelte. Ihrerseits, ja, die sich in Bereichen bewegen, wo der Catahoula Bulldog zu Hause ist. Ja. Also wenn Sie sich wirklich für solch einen Hybriden interessieren, Spitzenhund, dann müsste man Kontakte in die USA knüpfen mit Familien, die das schon seit Generationen mit Leidenschaft tun, nämlich Catbulls zu erschaffen, ja, und dann zuschlagen. Denn hier wird es so gut wie unmöglich sein. Außer Sie haben Glück. Das Zufallprinzip kommt zum Tragen, möchte ich sagen. Ja. Ein Hund, der mit Sicherheit nicht einfach zu halten ist, weil das ein Hund ist mit recht hohen Aufgaben und Bewegungsbedarf. Die Triebigkeit sich sicher im überschaubaren Bereich bewegt, aber Schlaftabletten sind das garantiert nicht. Ich sage Ihnen was. Es ist bei dem Hund so, dass er als sehr gut trainierbar gilt. Obwohl, passen Sie auf, ich weiß, dass die beiden Ausgangsrassen, von denen er kommt, der Catahoula Leopard Dog und der American Bulldog, ebenfalls 2 exzellent zu trainierende Hunde sind. Die aber dennoch, beide Rassen können das, einen gewissen Dickkopf vorzeigen können. Der Leoparde genauso wie der Bulldog. Sie sind höchst trainierbar, können aber auch ein gewisses Maß an Sturheit an den Tag legen. Das kann der Catbull auch. Also, ganz sicher ein Hund, mit dem man, wenn man Händchen beweist, Gefühl hat, am Abrichteplatz arbeiten kann. Eignet sich sicher dafür. Ein Hund auf jeden Fall, der mit Ihnen über Stock und Stein unterwegs ist, der mit Ihnen durchs Feuer geht und der einen exzellenten Familienhund darstellt. Denn, genau wie bei den Ausgangsrassen, lebt auch der Catbull schon seit es ihn gibt immer engstens zusammen mit Großfamilien. Ja. Hunde, die da keine guten Familienhunde darstellen, die bestehen diese Prüfung einfach nicht. Ja. Also wie gesagt, solche Farmen sind für mich schon ziemlich gute Prüfsteine, möchte ich sagen, für Hunde mit gewissen oder
ja, für gewisse Eigenschaften, ja, die es mir eigentlich angetan haben. Der Cat Bull ist so ein Hund, der da diese Prüfungen mit Bravour erledigt und deswegen wird auch seit Generationen in einigen Familien dort unten auf diesen Hund festgehalten. Ein Spitzenklassenhund, ja. Zu einer dieser beiden Ausgangsrassen des Cat Bulls möchte ich noch was sagen, und zwar zum American Bulldog, liebe Zuseher. Ich wurde da vor einigen Tagen von einem Zuseher angeschrieben, von Norbert, der im Besitz eines American Bulldogs war, namens Sam, der wurde 13 Jahre alt. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in einem meiner Videos über den American Bulldog gesagt habe, dass der Hund vom FC offiziell als Hunderasse anerkannt ist. Das ist ein Fehler, der mir da geschehen ist. Da dürfte ich den Continental Bulldog im Kopf gehabt haben, der ja professorisch vom FC anerkannt ist. Der American Bulldog ist von den zwei größten Verbänden der USA als Hunderasse anerkannt, vom UKC und vom AKC, aber nicht vom FC. Also, jetzt habe ich mich ausgebessert. War wichtig, soll nicht geschehen, soll aber auch nichts Schlimmeres geschehen. Danke nochmal, Norbert. Liebe Grüße. Ja, liebe Zuseher, das war das Video über den Cat Bull, eine fantastische Hunderasse. Ein Hund, der voll in mein Beuteschema fällt. Ich würde gern mal in echt einen sehen, aber das Glück werde ich höchstwahrscheinlich in Europa nicht haben. Ja, aber wer weiß, was die Zeit so mit sich bringt. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.